Hey und willkommen zu meinem 21. Video aus Schwedisch Lappland. Oder eigentlich ist es jetzt mehr zwischen Schwedisch Lappland und meiner Heimat Hamburg. Ich bin gerade auf der Fähre mit Finnlines von Helsinki nach Travemünde. Also werde jetzt die nächsten gut paar Monate erstmal wieder in Deutschland verbringen. Und es sind ganz viele Fragen gekommen. Wie fühlst du dich? Also für mich beinhaltet diese Frage irgendwie, dass ich mich traurig fühlen sollte, schlecht fühlen sollte, weil ich jetzt erstmal wieder Schwedisch Lappland verlassen habe. Und ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht, wie ich mich eigentlich fühle. Und als ich gestern auf die Fähre gegangen bin, nach ein paar Tagen, die ich noch in Finnland auf Pressereise verbracht habe, da habe ich vor allem eins gefühlt, und das war ganz große Dankbarkeit. Denn wenn ich zurückschaue, gut 14 Monate, als ich im Januar 2022 nach Schwedisch Lappland gefahren bin, auch mit Finnlines, da hatte ich nur ungefähr eine Ahnung, was ich machen wollte und was ich mir erhofft habe für mich, für meine berufliche Laufbahn. Und ich hatte ein Buchprojekt. Ich hatte keine Zusage von einem Verlag, zumindest nicht für das Buch über die 8 Jahreszeiten und das Leben im Takt der Natur. Und ich wusste nicht, mache ich das jetzt alles eigentlich nur aus Spaß an der Freude? Und verausgabe ich mich finanziell ganz doll für etwas, das beruflich aber keine Zukunft für mich hat? Es gab ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Wie wird es mir in Schwedisch Lappland ergehen? Werde ich das aushalten? So weit weg von allem in der Welt der Arktis. Und nach 14 Monaten kehre ich aus Schwedisch Lappland zurück und ich habe einen Vertrag für mein Buch. Das Buch wird am 31. August erscheinen. Ich habe einen gesamten Reiseführer über Schwedisch Lappland geschrieben. Ich habe mir in meinem Dorf Båtskärsnäs eine zweite Heimat erschaffen, ganz liebe Freunde gewonnen. Ich habe angefangen, in Schweden zu arbeiten, habe eine sogenannte Ein-Mann-Firma gegründet, die es mir erlaubt, eben auch in Schweden beruflich tätig zu sein. Ich habe angefangen, im Tourismus der Region Kalix mitzuwirken und mich dort nützlich zu machen, meine Perspektive als Außenseiter zusammenzubringen mit dem vielen Wissen der Lokalbevölkerung. Ich blicke also auf 14 sehr intensive Monate zurück, in denen Dinge geschehen sind, die ich mir nie hätte erträumen können. Ich freue mich darauf, in ein paar Monaten wieder zurückzufahren nach Schwedisch Lappland und dort hoffentlich bald ein eigenes Haus zu kaufen, das mein zweites Standbein dort im Norden noch mehr konkretisiert für mich. Und warum sollte ich mich nach all dem traurig fühlen oder dass ich jetzt irgendetwas verliere? Nein, ich fühle mich ganz reich und wie gesagt unheimlich dankbar, dass das alles so wunderbar geklappt hat oder nicht nur geklappt hat, sondern weit darüber hinausgegangen ist und dass mir so viel geschenkt wurde von den Menschen vor Ort und von der Natur und von der Region an sich, was mein Leben noch weit in die Zukunft hinein sicher weiter bereichern wird, sowohl persönlich als auch beruflich. Und vor diesem Hintergrund kann ich einfach nur ganz große Freude und Zufriedenheit empfinden. Und ja, Ende Mai oder Anfang Juni hoffentlich werde ich wieder hoch Richtung Norden fahren, erstmal für ein paar Monate, bevor es dann richtig losgeht für mich mit der Buchveröffentlichung Ende August und hoffentlich einige Lesungen und Präsentationen von diesem Projekt, was nicht einen Abschluss von meiner Zeit in Båtskärsnäs bedeutet, sondern eigentlich auch einen neuen Anfang setzt. Und ich hoffe sehr, dass ihr weiter mit dabei seid auf der Reise und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video, mit einigen Szenen aus Båtskärsnäs, wo jetzt gerade richtig der sogenannte Frühlingswinter angekommen war. Also diese wunderbare Jahreszeit zwischen dem eher dunklen, sehr kalten Winter
und der frühlingshaften Zeit, wenn noch das Eis fest genug ist, um darauf zu gehen, zu fahren mit dem Schneemobil. Aber es auch schon ganz viele Sonnenstunden gibt und die Sonne richtig schön wärmt. Viel Spaß mit den nächsten Szenen und hey do von mitten auf dem Meer.